Servus Leute, und heute bei Marcel's Hockey School reden wir über ein heikles Thema beim Stickhandling. Ich werde, glaube ich, heute meinen Trainerschein jetzt verlieren, sobald das Video rausgeht. Ne, Spaß beiseite. Das Thema Händerutschen. Es ist ein Thema, wo ich viele sehr gute Austausche hatte mit anderen Trainern, mit Verbandstrainern. Wir reden darüber, ist Händerutschen beim Mischen gut oder nicht gut, und ich finde es nicht gut. Und ich werde euch in diesem Video erklären, wieso, und aber auch, wo es in gewisse bestimmte Situationen es vielleicht vom Vorteil sein könnte. Aber bevor wir loslegen, immer cool bei solchen Videos, ich kann euch ein paar meiner Highlights zeigen von meiner Karriere, meine besten Moves, und schau mal, ob meine Hände rutschen oder nicht. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. So, aber ich war nur irgendwie ein durchschnittlicher Profi, war nicht sonderlich gut. Dann habe ich ein paar andere Tipps. Jay-Z kennt, Julia Zorn hat oft mit mir trainiert. Ich habe ihr nie gesagt, dass sie die Hände nicht rutschen soll beim Stickhandling. Hat sie einfach so gemacht. Schau mal einfach ein paar ihrer Clips an. 9-mal Weltmeisterschaften, 1-mal Olympia. Kann nicht so schlecht sein. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. I'ma start how you fall, so you get right back. Und zu guter Letzt, wenn ihr mir immer noch nicht glaubt, schaut's einfach. Googles NHL, Best Angles, Best Toe Drags, alles, viele Clips auf YouTube, und schaut da, ob die Top-Spieler der Welt, die allerbesten, beim Moves machen in einem Spiel die Hände rutschen lassen. Okay, so ich glaube, dass grundsätzlich haben wir jetzt alles gesehen, dass durchschnittliche Spieler, Top-Spielerinnen und absolut Top-Profis die Hände beim Moves nicht rutschen lassen. Warum? Und warum macht es nicht so viel Sinn, wenn man richtig schnell auf den Gegner zuläuft? Und was sind die Nachteile vom Hände rutschen lassen? Punkt Nummer 1, wenn ich hier meinen berühmten Stuhl, der ist mein Gegner, wenn ich ihn auszocken will, auf was schaut der Gegner? Er schaut auf meinen Brust, der weiß, wo der Puck ist, aber der wird auf meinen Brust schauen. So, wenn ich auf ihm zulaufe und nur mit den Händen rutsche, der schaut einfach weiterhin auf meinen Brust. Einen Stickhandling-Move besteht nicht nur aus Händen, sondern es besteht aus unserer Körpertäuschung und aus unseren Füßen. Also wenn ich einen Move machen will, muss ich mit meinem Körper täuschen. Das ist unheimlich wichtig. Meine Schlittschuhe zeigen auch in der Richtung, wo ich fahren möchte oder vielleicht auch nicht fahren möchte. Das ganze Körper dreht sich. Wenn ich nur mit den Händen mische, dann bin ich zu leicht auszurechnen. Der Gegner schaut nur auf meinen Körper. Punkt Nummer 2. Wenn wir Stickhandling-Videos online sehen, vom zum Beispiel Achterübung, die wirklich eine meiner Lieblingsübungen ist, und man sieht, dass die Leute in diesen Videos die Hände rutschen lassen. Wie so ungefähr. Diese Videos sind fast alles im Stand gedreht worden. Es ist viel leichter, zum Beispiel ein Toe Drag mit Händerutschen im Stand machen zu lassen. Das geht. Aber probier einen Toe Drag zum Beispiel aus dem Lauf mit Geschwindigkeit zu machen. Das war sehr langsam. Es ist für mich viel leichter und schneller, diesen Toe Drag ohne die Hände rutschen zu lassen, aus dem Lauf auszupacken.
Warum? Weil bei hoher Geschwindigkeiten muss diesen Move auch mit sehr hoher Geschwindigkeit ausgeführt werden. Und in dem Moment, wo ich meine Hand rutschen lasse, greife ich meinen Schläger kaum damit. Das heißt, ich muss alles mit der oberen Hand machen. So, obere Hand ist wichtiger beim Mischen als der untere Hand. Und der untere Hand darf keinesfalls der Schläger so fest greifen und zerdrücken. Der obere Hand greift fest und die untere Hand greift locker. Aber wenn ich einen Move bei Top Speed mache und meine Hände rutschen lassen will, es ist unheimlich schwierig, weil im Grunde genommen in dem Moment mache ich den Move nur mit einer Hand und das funktioniert bei hoher Geschwindigkeit auch nicht. Ich finde, wenn man den Schläger mit den richtigen Festigkeit mit zwei Händen grippen kann, dann ist es einfach schneller. Auch zum Beispiel bei der 8. Übung. Ich schiebe immer meinen Körper hin und her. Das ist sehr wichtig für meine späteren Moves. Und meine Hände rutschen nicht. Der darf sich ruhig leicht bewegen. Das ist nicht das Thema. Aber der geht nicht hoch und runter. Da kriege ich leider wirklich immer die Krise. So, wir haben gesehen, warum grundsätzlich die Hände rutschen zu lassen nicht funktioniert bzw. nicht gut ist. Stickhandling wird mit dem Körper gemacht und auch bei höheren Geschwindigkeiten klappt es einfach nicht so gut. Aber selbstverständlich gibt es schon ein paar Situationen, wo man die Hände rutschen lassen kann. So, wir fangen mit zum Beispiel einer Übung an, wo ich die 8. machen will und dann nach vorne gehen will. Und hier habe ich keine Möglichkeit, wenn die Scheibe weiter nach vorne geht und ich selber nicht, warum auch immer nicht vorne gehen kann, dann muss ich meine Hände rutschen lassen. Denkt nicht, dass ich die Hände nicht rutschen lassen kann. Ich möchte es einfach nicht so oft machen. Zum Beispiel hier, dann mische ich mit den Händen weit vorne, mache mein 8. hier vorne mit Händen relativ eng und sobald ich die Scheibe runter tue, dann greife ich den Schläger wieder fest und dann jetzt hier wieder locker. Also für Bewegungen nach vorne kann es sein, dass es sinnvoll ist. Das ist auch ein Beispiel, wenn man zum Tor geht, auf dem Torwart von der Seite. Stellt euch mal vor, vielleicht kann ich so hier aufbauen. Das ist mein Goalie und der Puck ist das Tor und der andere Puck ist das Tor hier und ich komme von hier, der Torwart ist da und ich muss am Torwart vorbeigehen und dann es reinbringen, dann kann es schon sinnvoll sein, weil der Puck weit vor meinem Körper weggehen muss. Ich habe sie hier, ich schiebe meine Hand weg und drücke die dann so rein. Dann kann es schon sinnvoll sein, die Hände rutschen zu lassen. Auch wenn ich zum Beispiel einen ganz, ganz schlechten Pass bekommen würde, ewig weit hinter mir. So habe ich nur so viel Reichweite. So habe ich ein bisschen mehr Reichweite. Und wenn ich es schaffen würde, jetzt den Puck durch die Beine zu ziehen, würde ich diesen Puck annehmen. Also, es ist nicht komplett ohne Sinn, die Hände rutschen zu lassen, aber nicht in so viele Situationen. Leute sagen zum Beispiel, okay, aber auch auf der Rückhand, wenn du die Reichweite, wenn mein Gegner hier ist und ich eine längere Reichweite haben möchte, dann könnte ich so die Hände rutschen lassen. Für mich macht das allerdings keinen Sinn auf der Rückhandseite hier, weil ich würde nicht in den Gegner so reingehen wollen. Er kann mich so leicht checken, sondern in dem Fall, lass lieber den Hand weg. Und schützt die Scheibe vom Gegner, anstatt das so zu machen, wo ich finde, der Schulter kommt in eine schwierige Position und du bist dann viel leichter zu checken, als du den Hand weg hast, wenn du den Hand weg hättest, um die Scheibe zu schützen. Ich finde auch eine weitere Bewegung, wo ich schon ab und zu mal die Hände rutschen lasse, ist, wenn ich einen Transition vom rückwärts auf vorwärts mache. Wie ihr gerade gesehen habt, ziehe ich die Scheibe zu mir rein, will wieder nach vorne, da ist der Hand nicht steif. Ich rutsche ein bisschen. Also wie ihr vielleicht auch sogar merkt, das sind eher Bewegungen in der Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung.
Bewegung, wo ich die Hände eher rutschen lassen könnte und nicht seitliche Bewegungen wie bei einem Move. So, ist es überhaupt sinnvoll, jetzt beim Stickhandling-Training die Hände rutschen zu lassen? Ab und zu, ich meine Coaches haben mir auch immer gesagt, dass ich irgendwann muss man die Hände beim Stickhandling rutschen. Die haben mir nicht erklärt, wieso, weshalb, aber wir haben es einfach getan, weil der Coach es gesagt hat. Dann habe ich angefangen zu merken, dass wenn ich die Moves mache, ich das nie tue. Und dann habe ich angefangen daran zu zweifeln. So sollte man das überhaupt üben. Naja, jeder Spieler ist anders. Und wenn du wirklich einen Spieler hast, der so seinen Schläger festgreift die ganze Zeit beim Mischen und du das Gefühl hast, dass dein Schläger bald zerbröselt wird in seine untere Hand, dann kann es schon sinnvoll sein zu sagen, hey, schau, dass die Hände ein bisschen rutschen, dass die ein bisschen lockerer werden beim Mischen, ja, damit er wirklich das Gefühl bekommt, wie es ist, die Hände locker zu haben. Das ist okay. Ob man bei einem Spieler, der, sage ich mal, normal Stick handelt, das überhaupt trainieren muss, ich mag es ganz ehrlich nicht, weil ich finde, wenn er gut Stick handelt, würde er schon von alleine wissen, wann er vielleicht mal die Hände rutschen lassen soll oder nicht. Wo ich einfach die Krise bekomme, ist, wenn Coaches sagen, okay, wir üben jetzt Toe Drag, das ist mein Lieblingsmove, deswegen bricht es mir das Herz. Ja, wir üben jetzt Toe Drag und wir kommen so, aha, das war dann mal gut, und wir kommen so, Toe Drag rutschen und wir machen das, weil ich habe so gut wie nie einen Toe Drag in einem Spiel so gesehen und das wird einfach so mit einer stabilen Hand gemacht. Wenn alle NHL-Spieler das machen, sollten wir es auch so tun. Von daher würde ich Moves wie Toe Drag oder Bewegungen von Seite zu Seite mit einer stabilen unteren Hand machen und nicht mit Rutschen. So, ich hoffe, dass ich jetzt meinen Trainerschein nicht verliere. Bitte DEB, BV. Austausch mit euch ist immer gut. So werden wir als Coaches auch besser. So entwickelt sich die Eishockeywelt. Sonst würden wir weiterhin immer einen Schlenzschuss machen, wie in die 80er, 90er Jahren. Schuss hat sich weiterentwickelt, Stickhandling entwickelt sich weiter, Skating entwickelt sich weiter. Das ist meine Meinung dazu. Schreibt mir eure Meinung in den Kommentaren. Ich bin immer interessiert an einer guten Diskussion zum Thema Händerutschen. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und dass ihr jetzt nicht auf Wegabonnieren von diesem Kanal klickt. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.